Oh, das riecht gut. Nach dem Rauchigen, das steigt jetzt hier mal so richtig noch hoch. Siehst du das da unten mit dem Rauch? Das schaut gut aus und das riecht super. Heute geht die Reise in eine große Stadt mit einer großen Geschichte. In seinen Clubs wurde dieser kulinarische Snack ein Kultgericht, welches bis über die Landesgrenzen hinaus beliebt wurde. Lasst uns eintauchen in den Geschmack von New Yorks Nightlife. Und vielleicht wird dieser kulinarische Ausflug ein neuer Hochgenuss. Hallihallo, ich begrüße dich herzlich in der Küche von Fein Fein Schmeckt's und heute wird es amerikanisch, denn wir fliegen heute nach New York! Kennt ihr dieses Lied? Und zwar ist es doch aus Sex and the City die Titelmusik gewesen. Die ist mir die ganze Zeit im Kopf, weil ich habe heute diese amerikanische New York Club Sandwich für euch mitgebracht. Und das kann man nämlich ganz toll zubereiten mit diesem Tefal Opti-Grill. Und ja, also vom Toasten übers Hähnchen, über was wir alles so brauchen. Aber ihr braucht natürlich diesen Grill nicht dazu unbedingt. Ihr könnt es auch mit ganz normalen Arbeitsmitteln zu Hause machen, mit einem Toaster und einer Pfanne. Aber ich wollte dieses Ding mit euch gerne mal testen, denn ich habe es tatsächlich von meinen Schwiegereltern zu Weihnachten geschenkt gekriegt. So ein typisches Geschenk, was man halt bekommt, wenn man gerne kocht. Aber ich freue mich wirklich riesig drüber. Und drum will ich euch jetzt unbedingt dieses Club Sandwich des New York Club Sandwich zeigen. Und die Zutaten, die zeige ich euch jetzt. Für dieses geniale New York Club Sandwich brauchen wir einen Eisbergsalat, Mayonnaise und Senf, ein paar knackige Tomaten, 4 gekochte Eier, ein paar Scheiben Speck, ein Hähnchenbrustfilet, ein paar Scheiben Toast, 6 Stück sind das hier, und Pfeffer und Salz natürlich. Und hier habe ich noch etwas ganz Besonderes, und zwar ein Chipotle Chili. Und diese Chipotle Chili hat so ein richtiger Rauchflavor. Oh, but I'm a New York girl and this is so fine and for a taste for my Hähnchenbrustfilet. Und das machen wir dann später hier auf das Hähnchenbrustfilet mit dem Salz und Pfeffer. Herrlich. Es sei denn, ihr mögt es nicht scharf, dann lasst es weg, aber ich kann es euch echt empfehlen. Zuerst brauchen wir jetzt nochmal einen Toast und dann schaut mal hierher, und zwar gibt es hier oben Programme und dann läuft hier die Diode so durch und dann kann man sich auswählen, was wir jetzt gerade brauchen, und zwar brauchen wir ein Toast. Dann drücken wir jetzt hier drauf und auf OK bestätigen, dann leuchtet es hier lila und solange er blinkt, heizt er auf. Und dann müssen wir jetzt so lange warten und dann können wir unsere Toasts reinlegen und dann werden die so richtig schön lecker getoastet. Ihr habt gehört, der hat gerade gepiepst, denn dann ist er auch aufgeheizt und dann leuchtet dieses lila Lämpchen kontinuierlich. Das gibt's ja nicht. Ihr habt gehört, der hat jetzt gerade gepiepst und das Lämpchen leuchtet jetzt kontinuierlich. Das heißt, der ist voll aufgeheizt, also auf und ab mit den Toastscheiben in den Grill. Wow, heiß. Ist das heiß. Wow, schaut mal. Und die sind echt toll. Die schauen so richtig schön aus, so wie halt man das auch kriegt in Italien auf den Paninis und auf den Toast. Erinnert mich das total. So, jetzt müssen wir dann, ja, wir wollen ja nicht bloß Toast machen. Wir brauchen jetzt auch ein bisschen was Anspruchsvolles. Und jetzt bin ich mal gespannt, denn es gibt hier auch eine schöne Funktion für Speck. Denn ich liebe ja ausgelassenen Speck. Und da gibt es auch mehrere Stufen, von labbrig bis richtig schön knackig und knusprig. Weil man kann sich ja so einen Speck auch mal als Snack auslassen. Wenn wir mal reingucken. Wow, das sind so richtig schöne Speckis. Die nehmen wir jetzt hier mal raus. Vorsichtig. Und legen es noch auf ein Papierchen, auf ein Küchentuch.
So, der Kumpel hat jetzt hier so richtig Fahrt aufgenommen. Das wird jetzt dann auch gleich soweit. Und zwar, jetzt geht es als erstes auf die gelbe Stufe. Da ist es dann noch ziemlich blutig. Das ist normalerweise auch für rotes Fleisch gedacht, weil Hähnchen muss ja eh durch sein. Ich mache es dann raus, wenn es auf orange ist. Da warten wir jetzt drauf. Und so ganz durch ist dann fast schon zu trocken. Also das würde ich nicht machen. So mittelmäßig. Und darum warten wir jetzt, bis es orange ist und dann piepst. So, ich schaue jetzt nochmal hier. Ah ja, er piepst auch gerade. Jetzt ist es schon fertig. Jetzt nehme ich es mal raus. Wow. Oh, das riecht gut. Nach dem Rauchigen, das steigt jetzt hier mal so richtig noch hoch. Siehst du das da unten mit dem Rauch? Das schaut gut aus und das riecht super. Und voila, fertig ist ein leckeres American Sandwich. Und das ist doch wirklich echt toll. Das sieht hammermäßig aus. Und ihr kennt mich, steht jetzt am liebsten reinweise, aber das geht nicht heute, weil wir müssen ja noch Bilder machen. Aber auf jeden Fall macht's nach. So fein, und ihr braucht jetzt auch nicht unbedingt jetzt einen Opti-Grill dazu, weil das geht natürlich auch mit einem ganz einfachen Toaster. Man kann auch seine Sachen in der Pfanne rausbraten, kein Problem. Aber der hier, würde ich sagen, hat fürs Erste echt einen tollen Job gemacht. Also seid gespannt, wir werden auf jeden Fall noch viele andere Sachen mit dem Opti-Grill zubereiten. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr macht euch auch einmal dieses Original New York Club Sandwich New York. Vielleicht fühlen wir uns dann ja so wie bei Sex in the City. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche. Eure Joanna. Ciao.